Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Heute wollen wir über einen möglichen Abgang bzw. ein altes Transfergerücht reden von Alexander Ormström, der scheinbar zu Rakov wechseln sollte, dann aber ein sehr, sehr geiles Spiel gegen Fürth gemacht hat und dann im Endeffekt die komplett abgebrochen wurde. Da gab es einiges, was da passieren sollte. Ein User, ein Leaker hatte bestätigt, dass es da wohl ein Angebot bereits von Rakov gab. Wie hoch das war, ist unbekannt, aber man kann ja mal reinschauen, was das für ein Verein ist, auch gerne was für eine Qualität die haben und ob Ormström da reingepasst hätte. Das wollen wir heute machen und deswegen starten wir direkt rein. Eure Meinung sehe ich so wie immer gerne in den Kommentaren. Lasst ein Like und ein Abo da und vor allem könnt ihr ab 99 Cent Mitglied werden. Dankeschön an jeden, der das macht. Let's go! Gehen wir direkt mal hier rein und wir sehen hier direkt mal den guten Alexander Ormström. Da gehen wir direkt mal aufs Profil. Spielt bei uns, hat jetzt in 3 Spielen 2 Tore gemacht, hat die ersten Tore auch für den FCM dann geschossen im Endeffekt. Ist natürlich ein klarer Mittelstürmer mit seiner Größe, soll da uns weiterhelfen. Hatte dann auch, wie gesagt, gute Leistungen in diesen Saisons davor vollbracht. Auch das ist ein klares Thema, denke ich mal. 24, 25 ist das, glaube ich, bei denen gewesen. Muss man mal nachgucken. Ja, okay, ein Cup-Spiel. Dann machen wir 23, 24. Ich glaube, dann passt das, oder? Genau. Hatte da natürlich unglaubliche Leistungen verbracht. 16 Score in 33 Spielen. Musst du erstmal so hinkriegen. Ist aber, wie gesagt, der Stürmer, der mit der Größe kommt. Und deswegen ist es vielleicht auch ein kleines Problem für ihn, sich dann grundsätzlich so durchzusetzen. Rakov gucken wir aber auch noch rein, ob das da passen würde. Ist im Endeffekt, wir müssen uns vorstellen, wir haben einen ungefähr 25 Millionen Kader. Rakov ist da noch ein bisschen weiter, die haben 40 Millionen und auch keine schlechten Spieler da. Haben einen interessanten Torhüter, haben allgemein eine interessante Mannschaft, haben auch einen Spieler geholt, den ich gerne bei uns gesehen hätte, Konstantopoulos, ich habe ruhig ausgesprochen, den hätte ich gerne beim FCM gesehen. Ist auch ein sehr, sehr interessanter Spieler. Ja, und da haben wir noch einige weitere, die da gut kicken können. Und auch Stürmer haben sie da neu geholt. Ja, 1.7.2025. Er ist es dann doch geworden, anstatt natürlich auch ein Ormström, gegen den man sich dann entschieden hat. Er war dann der Last-Minute-Neuzugang. Es hätte aber auch durchaus der gute alte Ormström werden können. Hier sehen wir 2 Meter groß, also ein sehr, sehr ähnlicher Stürmertyp dann dementsprechend wie Ormström. Wäre wahrscheinlich auch noch vor ihm gewesen, Ormström. Dann haben wir Rondic, auch ein bekannter Spieler. 1,90, nochmal einen Ticken kleiner. Aber ich glaube, hier setzt man grundsätzlich eher auf Größe, oder? Weil die haben nur große Stürmer im Kader, dementsprechend hätte ja auch Ormström gepasst und wir wissen, was er für eine Qualität hat. Das hat er, glaube ich, gezeigt. Wie gesagt, in das System passt er ja grundsätzlich nicht so gut rein, weil er einfach nur mal ein Spieler ist, der über die Größe kommt und nicht über die Geschwindigkeit. Deswegen hat er leider immer wieder Probleme in unserem System und das wird sich auch so schnell leider nicht ändern. Ja, und so ist das dann manchmal. Hast du manchmal das Problem, dass du dann dadurch ein bisschen Halt in den Profiligen verlierst. Aber dass Rakov dran ist, zeigt auch schon, dass er die Qualität definitiv noch hat. Er wäre sicherlich kein Stammspieler gewesen, aber ein guter Ersatz wäre auf jeden Fall. Und ich denke schon, dass er bei uns, wenn er noch die Chancen bekommt, gut sich weiter durchtanken könnte. Das Problem für ihn ist halt jetzt, dass mit Maxi Bräunig noch ein Spieler gekommen ist, der wirklich sehr, sehr ähnlich spielt. Und auch gezeigt hat, dass er treffen kann. Also ist halt ein Stürmer-Typ pur durch. Ich denke mal schon, dass er nur noch Nummer 3 sein wird, leider. Rosic wird überhaupt keine Chance mehr bekommen, auch das sollte klar sein. Man hat jetzt natürlich auch einen riesen Kader. Mit 36 Spielern könnten noch 37 werden, wenn dann vielleicht noch Cissé unterschreibt. Aber ich denke mal, wenn er unterschreibt, er bei der Zweitmannschaft. Ich glaube, das wäre auch ein richtiger Step für ihn. Und dann schauen wir mal, was vor allem im nächsten Sommer passiert. Darauf bin ich sehr, sehr gespannt. Und schauen dann auf die nächsten Aufgaben, denn zum Glück geht es nächste Woche endlich wieder los. Fußball wird wieder gespielt und darauf freue ich mich riesig. Ich hasse Länderspielpausen, vor allem wenn man guckt, wie Deutschland jetzt gespielt hat. Schrecklich leider.
Aber eure Meinung, wie gesagt, sehe ich gerne in den Kommentaren. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Dankeschön an jeden, der das macht. Und damit, ciao Leute und bis dann.